Willkommen im Lazarett der ST Lohfelden. Oder soll ich lieber sagen, willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, es ist mal wieder soweit, wir haben Samstag. Warum ich gerade Lazarett gesagt habe, das erfahrt ihr gleich im Auto. Aber heute steht wieder ein und das letzte Bundesliga Herren 30 Spiel gegen den TC Großhesselohe auf dem Programm. Und da gibt es trotz Lazarett mit Sicherheit eine ganze Menge für euch zu sehen. Ich halte euch wie immer auf dem Laufenden, zeige euch tolles Tennis und habe heute auch eine kleine Überraschung für euch, weil ich werde jetzt erstmal die Linse putzen. Und dann sehen wir uns ab sofort jetzt mit deutlich besserer Auflösung, teilweise sogar in 4K, hier auf meinem Kanal wieder. Ich steige jetzt ein ins Auto, Nina sitzt schon drin und dann machen wir uns ab nach Lohfelden und sehen wieder hoffentlich gutes Bundesliga-Tennis. Auf dem Weg nach Kassel und natürlich sagt euch auch heute wieder die Nina Hallo. Hallöchen. Ja, ich hatte es ja eben gerade im Intro schon gesagt, heute Lazarett ST Lohfelden. Was ist passiert? Also zum einen haben wir einen Ausfall, nämlich der Martin Boulnois im Urlaub. Darauf sind natürlich alle nach vorne gerückt und jetzt haben wir das Problem, wir haben hinten ja, nicht wirklich viele Alternativen. Wir haben nach mir den Alex Kunig, an der Schulter verletzt. Heute ungewiss, ob er durchspielen kann, ob er überhaupt spielen kann. Und dann haben wir an Position 6 nur noch den Mirko Wenderoth. Den Mirko, den habe ich euch noch nicht vorgestellt. Aber ein sehr verdienter Spieler der ST Lohfelden. Hat sehr viel für den Verein gemacht und ist auch jahrelang auch in der Herren 30 dabei gewesen und auch dieses Jahr als Ersatz bei uns. Nur das Problem ist, der Mirko ist auch verletzt, sodass wir nach hinten eigentlich gar keine Spieler mehr haben. Und dann kommt noch dazu, dass der Martin eigentlich auch verletzt ist. Ja, ich habe mit einem eingeklemmten Nerv im Ischias, also Ischias-Beschwerden, habe ich zu kämpfen. Schon die ganze Woche und konnte gestern noch nicht mal ohne Schmerzen sitzen oder sonst irgendwas machen. Jetzt ist es heute ein bisschen besser und ich hoffe, dass ich einigermaßen spielen kann. Ich muss mal ein paar Bälle spielen und dann kann ich es einschätzen. Das Problem ist, wir haben halt keine Alternativen und auf den Platz stellen müssen wir uns alle. Glücklicherweise hast du ja deine Therapeutin dabei. Meine Therapeutin, ja genau. Ja, Nina ist ja gelernte Sport- und Fitnesskauffrau, kennt sich somit natürlich ein bisschen aus, hat jahrelang im Fitnessstudio gearbeitet und ja, aber meine Physiotherapeuten auch an der Schulter operiert worden und die zweite Option, die ich hatte, ist leider auch ausgefallen, insofern etwas schwierig gewesen. Kommen wir allerdings jetzt heute mal zu unseren Gegnern, denn die sind heute hochinteressant. Ich werde gleich natürlich auch wieder die offizielle Vorstellung filmen und trotzdem möchte ich auch ein bisschen was über Großhesselohe sagen. Großhesselohe mit Ifitos München, der Verein, der am längsten jetzt in der Herren 30 Bundesliga dabei ist, mit uns und dem Ifitos München. Großhesselohe, ein hochinteressanter Verein mit guten Spielern vorne, allen voran. Ein sehr bekannter Tommy Haas, ja, ist tatsächlich für TC Großhesselohe in der Herren 30 gemeldet. Tommy wird aber mit Sicherheit heute nicht spielen. Er hat allerdings 2 Einsätze gehabt in dieser Saison für Großhesselohe. Beides natürlich als Heimspiel. Ist ja klar, wenn man so einen Mann verpflichtet, dann setzt man den auch auf den Heimspielen ein. Der hat sicherlich für viele Zuschauer gesorgt. Und so schön es natürlich auch gewesen wäre, dann in dieser Saison gegen Großhesselohe auswärts zu spielen, weil das hätte mich natürlich schon interessiert, Tommy Haas mal spielen zu sehen, habe ich tatsächlich noch nicht. Aber ja, er hat 2 Spiele für Großhesselohe gemacht, beide gewonnen und ist natürlich ein interessanter Mann, der natürlich dann auch viele Zuschauer zieht. Ja, der wird heute natürlich nicht dabei sein nach Lohfelden und in einem Spiel, um den es ja nichts mehr geht. Wie ihr alle wisst, haben wir das Spitzenspiel ja gegen Bad Homburg verloren und es geht in diesem Spiel, Großhesselohe ist Dritter in der Tabelle, die können auch nichts mehr nach oben und nichts mehr nach unten reißen. Also insofern wird das heute ein Spiel um die goldene Ananas. Trotzdem dranbleiben, denn wie gesagt, wir haben gute Partien, nämlich zum Beispiel der Maximilian Wimmer wird heute, das weiß ich aus Quellen, ich weiß, die Jungs von Großhesselohe sind nämlich schon seit gestern da und haben sich eingespielt und daher weiß ich, wer heute vorne spielt. Also der Maximilian Wimmer wird spielen und der Manuel Freitzel. Der Maxi Wimmer, bekannter, auch glaube ich schon 4-mal gegen gespielt, hat immer das Vergnügen gegen den Rock Jag gehabt und wird auch heute das Vergnügen gegen den Rock haben. Und das waren immer sehr heiße Spiele. Bin ich gespannt, wie es heute ausgeht.
Dann haben sie eben den Emanuel Freizel noch dabei und hinten weiß ich jetzt nicht genau, haben immer eine gute Bank, Hansen-Brüders, dann den Luis Rattenhuber und ja, hinten weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall immer eine sehr ausgeglichene Mannschaft und das wird mit Sicherheit dann, je nachdem wie wir heute verletzungsbedingt durchkommen, mit Sicherheit dann spannende Spiele werden. Zu Groß Hesselohe noch zu sagen, interessante Mannschaft nicht nur wegen Bundesliga 30, sondern auch wegen der Herren-Bundesliga, weil Groß Hesselohe ist auch vertreten in der Herren-Bundesliga und hat da richtige Knaller am Start. Also der Jan-Lennart Struff spielt da beispielsweise an 1 oder der Philipp Kohlschreiber, Peter Gojovcik, wie sie alle heißen, Rudi Möllecker, Jürgen Melzer oder auch der Florian Mayer, die spielen alle für Groß Hesselohe in der Herren-Bundesliga. Und abgeschlossen hat die Mannschaft die diesjährige Bundesliga-Saison auf einem sehr, sehr guten 3. Platz. Dazu auch nochmal herzlichen Glückwunsch von mir. Und da sieht man, dass die Strukturen in dem Verein natürlich sehr stark auf Spitzentennis ausgelegt sind. Und das sieht man natürlich dann auch in der Herren 30 mit der Verpflichtung zum Beispiel von so einem Tommy Haas. Ja, wir fahren jetzt noch weiter nach Lohfelden. Da werden wir uns dann einspielen, dann muss ich mal gucken, wie es mal im Rücken klappt. Klar ist auch, dass ich heute nichts riskieren werde, es geht um nichts und da muss man nicht die Gesundheit aufs Spiel setzen. Aber ich möchte natürlich spielen, ich möchte natürlich nochmal zum Abschluss ein bisschen was auf den Platz bringen. Und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft. Und jetzt erstmal ab nach Kassel. Ja, das Einspielen war jetzt ganz positiv für mich. Also ich bin jetzt ganz guter Dinge, dass ich einigermaßen schmerzfrei spielen kann. Und jetzt geht es erstmal los mit den Mannschaftsvorstellungen, wie ihr es in Lohfelden kennt. Heute mit Sicherheit wieder einige Zuschauer da. Ich vermute mal, ja, so 200, 300 werden es heute mit Sicherheit werden. Und wir haben bestes Wetter und genießen jetzt hoffentlich den letzten Bundesligaspieltag. Vor 14 Tagen wurde die Meisterschaft in der Gruppe Süd hier auf unserer Anlage zugunsten des TC Bad Homburg entschieden. Heute geht es für unser Team darum, die Vizemeisterschaft zu sichern. Die TC Groß Hesselohe ist ein Jahr später, 2016, in die Bundesliga aufgestiegen und mittlerweile ein uns sehr bekanntes Team. Bereits 4-mal hat die STL nun gegen Groß Hesselohe gespielt, immer gewonnen und in der Tabelle immer genau einen Platz vor dem TC belegt. An Position 1 spielt Maximilian Wimmer. Maximilian hat in dieser Saison eine makellose Bilanz und noch kein Spiel verloren. Maximilian Wilmer. An Position 2 Emanuel Freizel. An Position 3 spielt dann Martin Wetzel. An 4 Luis Rattenhuber. An 5 Jan Hansen. Und an Nummer 6 Benedikt Eger. Rock Jag. Und Rock musste vor 14 Tagen gegen einen der besten Spieler, der hier auf unserer Anlage je gespielt hat, eine seltene Niederlage einstecken. Heute will er sein Positivkonto wiederherstellen. Er spielt heute zum 3. Mal gegen Maximilian Wimmer. Vor 2 Jahren gewann er knapp mit 6-4, 6-4. Könnte also ein spannendes Spiel werden. Willkommen, Rock Jag.
2 spielt Matthias Juhrmann. Matthias macht sein zweites Spiel auf unserer Anlage und er freut uns mit seinem sehr ästhetischen Spiel. Er ist schnell und unheimlich beweglich. Es macht einfach Spaß, ihm beim Tennisspiel zuzuschauen. Matthias Juhrmann. An 3 haben wir Christopher Arment. Christopher gewann als einziger sein Einzel gegen TC Bad Homburg. Und wir sind guter Hoffnung, dass er auch heute seinem Gegner alles abverlangt und dem Team wieder einen Punkt beisteuern kann. Christopher Arment. Ja, an Position 4 spielt heute Martin Kares. Gleichzeitig ist er auch unser Regisseur und Kameramann für die Dokufilme über unsere Spiele. Heute an Position 5 spielt Alexander Kunig. Für Alex ist es nun die 3. Saison in der Bundesliga und mittlerweile hat er sich doch gut etabliert und liefert immer bessere Matches ab. Alexander Kunig. Unsere Nummer 6 ist heute Mirko Wenderoth. Mirko wird auch heute gleich Martin Brunois als Kapitän ersetzen. Verletzungsbedingt hat Mirko diese Saison noch keinen Einsatz und wir hoffen, dass er nach dieser Zwangspause heute vielleicht schon wieder an seine alten Stärke anknüpfen kann. So guys, let's have fun, let's enjoy the last game and we take every point we get and so we enjoy the whole day. Okay, let's go. Keep the rest. Thanks. 1, 2, 3, team! So, hier ist einmal die Kamerafrau für euch. Ja, wir haben ein sensationelles Spiel gesehen, oder? Ja, ob es jetzt sensationell war, weiß ich nicht, aber es war ganz gut. Also ich habe gewonnen, 6-2, 6-1. Erstmal auch ein Kompliment an den Louis. Hat sein erstes Jahr Bundesliga, habe ich gerade erfahren. Und ja, hatte durch die Vorspiele wohl nicht ganz so viel Selbstvertrauen gehabt. Für mich war es erstmal wichtig, dass ich schmerzfrei geblieben bin, dass ich ordentlich spielen konnte und ansonsten vom Spiel her, vom Spielverlauf war es so, dass es eigentlich relativ unangenehm war, gegen ihn zu spielen. Ein Surf-and-Volley-Spieler. Ja, relativ untypisch eigentlich auf Sand. Aber für mich selber, dadurch, dass der Return eigentlich bei mir der beste Schlag ist, kam mir das natürlich sehr entgegen. Und ja, habe ihn dann, glaube ich, im ersten Satz relativ früh gebreakt. Und für mich entscheidend war dann auch heute, dass mein Aufschlag auch deutlich besser war als jetzt noch zuletzt gegen den Lars Pörschke. Oder im Vorspiel gegen den Kollegen Ziemer aus München. Da habe ich sehr schlecht gespielt, aber heute war ich sehr zufrieden. Schulter hat gehalten, Rücken hat gehalten, wenige unerzwungene Fehler gemacht und letztendlich souverän dann auch gewonnen. Ja, es hat Spaß gemacht und auf jeden Fall für mich auch nochmal wichtig, die Saison mit einem Einzelsieg abzuschließen, nachdem es ja zuletzt 2 Niederlagen gab. Das war für mich heute sehr wichtig. Geh halt auf den Return drauf.
Ja, die anderen Spiele sind jetzt ausgegangen. Der Matthias Jomann hat gerade gewonnen und der Mirko Wenderoth hat wie erwartet aufgegeben. Und der Alexander Kunig ist noch am Spielen. Das heißt, wir haben jetzt einen 2:1 für uns und jetzt schauen wir in die nächsten Spiele nochmal rein. Viel Spaß! Stolz auf dich! Bravo. Oh, der geht. Bravo. Bravo. Matthias, how do you feel? Hungry. Congratulations. It was nice. I enjoyed it. You too, huh? So, die Einzel sind durch, ihr habt es gerade gesehen. Klasse Leistung vom Brock Jahr gegen den Maximilian Wimmer. Ja, hat er stark gespielt dann nach Anfangsschwierigkeiten. Und auch der Q, der Alexander Kunig, hat sich durchgebissen, hat zwar nicht gewonnen, aber
Schmerzen besiegt und versucht da nochmal alles rauszuholen. Knapp verloren nach einem sehr langen Spiel. Ja, dann haben wir hier den Christopher Arment gegen den Martin Wetzel. Der ist da hinten noch. Martin Wetzel wieder jede Vorhand ins Feld geschrotet am Ende. Wieder alles getroffen. Ja, Chris hatte da leider nichts mehr gegenzusetzen. Somit haben wir ein 3-3 und es werden jetzt wohl noch Doppel gespielt. Ein Doppel können wir nicht spielen und jetzt werden wir noch 2 Doppel spielen. Ja, dann viel Spaß und weiter geht's mit den Doppeln. So, und was sagen Sie denn zu dem Spiel? Ein wunderbares Spiel, ein wunderbares Doppel. Felden führt im ersten Satz, hat den ersten Satz gewonnen mit 6-2 und es sieht ganz nach einem grandiosen Sieg aus. Wunderbar. Was sagt die Dame? Ich schließe mich den Aussagen meines Nachbarn an. Sehr gut. Bravo. 6-3, 7-5. So, das waren unsere Doppel. Wie ihr seht oder gesehen habt, waren die beide erfolgreich für uns. Das heißt, wir gehen heute mit einem schönen 5:4 hier aus dem letzten Saisonspiel. Auch vielen Dank an Groß Hesselohe, dass sie auch Doppel gespielt haben. Wie gesagt, wenn ich so die Bundesliga-Saison mal so ein bisschen resümiere, muss man schon sagen, was auffällt, ist, dass immer weniger Doppel gespielt wird, wenn es eben um nichts mehr geht. Ja, aber ich denke mal, das ist auch so ein bisschen dann natürlich den Wehwehchen geschuldet, die dann natürlich in der Bundesliga Herren 30 häufiger vorkommen als in der normalen Bundesliga. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Groß Hesselohe. Was ist unser Fazit aus der Saison? Das war es eigentlich jetzt. Ja, für mich persönlich war der absolute Tiefpunkt das Spiel in München. Ansonsten bin ich zufrieden. Das, was ich gewinnen konnte, habe ich dann bis mit der Ausnahme aus München gewonnen. Und heute auch nochmal einen schönen Abschluss gehabt mit den 2 Siegen, vor allen Dingen auch mit einem tollen Doppel mit dem Rock Jark. Es ist immer wieder eine Ehre, auch mit ihm zu spielen. Es ist einfach ein wahnsinnig guter Spieler und ich habe sehr viel Respekt vor ihm und man ist wirklich noch mal deutlich mehr motiviert und man ist halt wirklich richtig on Fokus, wenn man ihn spielt. Wir haben früher die ersten Bundesliga-Saisons relativ häufig Doppel gespielt. Dann war es zuletzt nicht mehr so ganz so gut, aber ja, heute haben wir noch mal das Ding gut gerockt, im wahrsten Sinne des Wortes. Bevor sich die Mannschaft und der Vorsitzende auch noch mal von euch verabschiedet, habe ich auch noch vielleicht die Nina, die vielleicht auch noch was sagen möchte. Nina, wie fandest du? Das ist ja auch deine erste Bundesliga-Saison gewesen. Wie hast du die Spiele so dir
Also wie hat dir das gefallen? Super spannend. Also jetzt am Ende fand ich es auch richtig spannend, weil ich so langsam auch die Regeln verstanden habe. Also da muss ich eine Anekdote sagen, beim Spiel in München habe ich gesagt, nimm den Matchball auf. Ja, und sie rennt bei 5-2 dann einfach weiter und filmt dann den nächsten Platz. Aber da wusste sie halt noch nicht die Regeln. Aber, naja, jetzt habe ich es verstanden und jetzt weiß ich auch, wann ich klatschen muss. Also es war super und heute, das war, denke ich, so der krönende Abschluss, ne? Weil du halt echt richtig gut gespielt hast. Und ich glaube, trotz Verletzung war das eine Mega-Leistung und ich bin ganz stolz auf dich. Vielleicht gibt es ja bald wieder einen Vlog von der Bundesliga-Saison. Ich kann mir aber auch vorstellen, diese Vlogs auch mal bei einem Turnier zu machen. Also ihr könnt mich da vielleicht gerne anschreiben. Vielleicht berichte ich mir mal von eurem Turnier oder spiele selber mal mit, sofern es mein Körper zulässt. Und in dem Sinne, ja, danke und jetzt kommt nochmal die Mannschaft. So, das war die Bundesliga-Saison 2021 von der SC Lohfelden. Ich freue mich erstmal schön, dass ihr das alle begleitet habt. Jeden Zuschauer, der meinen Kanal gefolgt hat, bedanken wir uns. Wir bedanken uns natürlich auch hier in Lohfelden an die tollen Zuschauer, an die Gegner für die fairen Spiele. Und ja, vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder einen Vlog. Wir freuen uns jetzt erstmal, dass die Saison geschafft ist, dass wir auch die gut abgeschlossen haben. Und ich übergebe das Wort jetzt nochmal an unseren ersten Vorsitzenden, an den Jürgen Kitzinger. Vielleicht hat er auch noch was zu sagen. Ja, ich möchte dem Team ganz herzlich danken für die tolle Saison. Es hat ganz viel Spaß gemacht. And as I said before, it was a good day for our guys from Ljubljana. Thank you, thank you. Okay, guys. 1, 2, 3. Team! Oh, wir müssen das nochmal machen. Okay. 1, 2, 3. Team! Danke. Und einmal